So, ich mache mal wieder ein spontanes Video. Und zwar möchte ich allgemein einfach etwas zu den Wahrnehmungen sagen, die man haben kann und die es gibt. Es gibt bestimmte Erkrankungen wie Schizophrenie oder Psychosen, wo man andere Wahrnehmungen hat und die sehr stark tabuisiert sind. Da spricht man nicht gerne drüber. Man lässt so im normalen Alltag in der Gesellschaft das auch weg am Rande. Es passt nicht so in das geordnete Gesellschaftsbild sozusagen. Diese These, dass das unbedingt eine Erkrankung sein muss, dieser These möchte ich widersprechen. Und ich möchte dazu sagen, dass es ganz einfach Bereiche gibt, die überschreiten sozusagen die Grenzen, die uns die Normalität setzt, den normalen Rahmen. Und je mehr wir diesen normalen Rahmen überschreiten, je weiter wir uns davon entfernen, desto schwieriger ist es für uns, Gesprächspartner zu finden oder im Alltag noch Menschen zu treffen, mit denen man ein harmonisches und interessantes Gespräch führen kann, sondern diese Wahrnehmungen bewirken auch, dass man immer isolierter wird. Und da ist einfach eine Frage, wie komme ich damit klar, wenn ich sehr viel alleine bin oder wenn ich nur noch allein bin? Leide ich darunter oder leide ich nicht darunter? Oder ich kann auch sagen, man kann in vielen Phasen das als Glück empfinden und sich freuen, dass man so sehr in seinem Frieden sein kann, sein darf und seinen eigenen inneren Frieden erleben darf und auch nach außen leben darf. Dass es toll ist. Es ist niemand, der einem dazwischen funkt, niemand, der sich in das Leben eindrängt, Bedingungen knüpft oder etwas diktieren will. Und um so empfinden zu können, muss man, sage ich mal, noch einigermaßen normal, in Anführungsstrichen, ticken, funktionieren. Ja. Und ich möchte gerne auch sagen, es ist nicht unbedingt eine Erkrankung, wenn man Stimmen hört. Das sage ich denen, die das behaupten, dass das Fantasie ist. Und es muss auch nicht unbedingt sein, dass man eine Vision, etwas, was man sieht, sozusagen die Folge einer Erkrankung sein muss. Weil ich nehme jetzt mal ein ganz klares Alibi sozusagen dafür und sage mal ganz plump und einfach, ich nehme mal ein riesiges Bauwerk, das die These, dass das alles Krankheit bedeuten muss, sozusagen umstößt. Und ich nenne jetzt eines in einem Wort und sage die Bibel. Jemand, der die Bibel wirklich von Anfang an, das heißt das Alte Testament, vom ersten Buchstaben, das ganze Alte Testament durchliest, danach folgt das Neue Testament, vom ersten bis zum letzten Buchstaben durchliest, wer das alles durchliest, kommt an unzähligen Punkten an Stelle, wo er sich fragt, ist der verrückt, der spricht? Oder das ist doch verrückt. Oder das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ein Buch, das voller Wahnsinn ist. Wenn ich ein Buch habe, das voller Wahnsinn ist, also wo man sagt, das kann nur Wahnsinn sein, wenn man so eine Vision hat,
sind alle Visionäre krank und wahnsinnig. Alle Propheten sind krank, weil sie sozusagen aus der Zukunft etwas holen, was man gar nicht sehen kann, was gar nicht präsent ist, was nicht Alltag ist, was vor allen Dingen nicht den Erwartungen der Norm entspricht. Also könnte ich sagen, das ist doch eigentlich im Grunde alles verrückt. Das haben Kranke geschrieben. Und dann unterschreibt man das und sagt, ab in die Psychiatrie. Das kann man auch, finde ich, wer auf dieser Schiene fährt, mit gutem Gewissen sagen und könnte sagen, ja, ich habe die Theorie, das ist alles Wahnsinn, wer so denkt und empfindet. Wenn ich das jetzt mal so definiere, müsste ich auch als Folge davon eigentlich sagen, gut, wenn ich die These habe, dann müsste ich doch auch ganz klipp und klar sagen können, fast 2 Milliarden Menschen, die daran glauben, sind doch dann auch wahnsinnig und verloren, Folgen einer Psychose oder irgendeiner Irritation, einer falschen Vision. Das sind doch alles Kranke in ihrem Glauben. Ich kann ja nicht sagen, ich habe eine kranke These oder einen kranken Glauben und die daran glauben, bleiben gesund. Das kann ja nicht funktionieren, sondern dann muss man sagen, ich habe eine kranke These, einen kranken Glauben. Wer daran glaubt, wird krank oder ist schon krank. Darum kann er daran glauben. Ansonsten ist es nur mal ein Reinschauen und dann kehrt man wieder ab, weil man merkt, das kann ich nicht glauben oder das meiste kann ich nicht glauben. Ja. Und ich möchte sagen, weil durch meine eigenen Erlebnisse, die ich ja auch hier publiziert habe auf YouTube, viele Videos habe ich gemacht von dem, was ich gesehen habe, was es für Visionen gab, wovon ich berichtet habe und wovon ich weiß, ich als Andreas. Das ist nicht einfach Einbildung. Das ist nicht Krankheit, sondern mein gesamter Körper, meine Psyche, mein Wesen sagen, das ist wahr. Das Schwierige ist, dass ich dieser Wahrheit treu bleibe in einer Welt, die solche Wahrheiten nicht möchte. Sie möchte immer sozusagen in ihrem Rhythmus dahinschwingen. Immer das Gleiche. Und gibt es so ein Erlebnis, so einen Ausbruch, dann wird es sofort abgewertet und als störend empfunden. Und ich gehöre aber nicht zu den Menschen. Ich gehöre zu den Menschen, die das Geistige lieben. Ich muss wirklich sagen, das ist Liebe, eine große Liebe, das Geistige, die geistige Welt, die geistliche Welt, auch das Geistliche. Das ist eine große Liebe von mir und ich wollte gar nicht leben, wenn ich das nicht hätte, diese geistige Welt, die Alternative zu unserem jetzigen Hiersein. Es gibt ja viele Menschen, die halten stock und steif an dem fest, was wir im Moment haben und sagen, daneben oder danach gibt es nichts anderes. Es gibt keine alternative Form, es gibt keine alternative Entwicklung, sondern es muss alles auch noch die nächsten Millionen Jahre genauso weitergehen, wie wir es jetzt haben. Und dann ist die Welt gesund und dann sind wir Menschen auch gesund. Und so glaube ich nicht, sondern ich gehöre eher zu denen, die genau das Gegenteil vertreten und sagen, wir müssen uns jetzt so langsam, auf gut Deutsch gesagt, auf die Socken machen und uns mehr in die geistige Welt bewegen und in die geistliche Welt und unseren Geist öffnen für Wahrnehmung. Und das heißt auch offen sein für Erlebnisse, für Wahrnehmung, die nicht zu dem Alltäglichen passen. Wo man auch selber vielleicht erstmal denkt oder sagt, oh, wie kann das sein? Und man kehrt aber nicht ab aus Angst davor, weil es anders ist, weil es etwas Neues ist, sondern
man bleibt da interessiert und nimmt es auf als neue Information. Dann denkt man darüber nach, vielleicht Stunden, Tage, man kann Wochen, Jahre lang darüber nachdenken, was einem da widerfahren ist. Dann ist die Frage, wirft man das sozusagen in die Mülltonne oder behält man das für sich als einen geistigen Reichtum, ein geistiges Wachstum. Und ich gehöre zu denen, die das als geistiges Wachstum definieren und als geistigen Reichtum bewerten. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Es kam mir so spontan in den Sinn, weil ich ein Video gesehen hatte von jemandem, der von seiner Schizophrenie sprach. Und da dachte ich, okay, es gibt sicherlich viele Menschen, wenn die meine Videos sehen, dann sagen die, der Typ ist krank, Schizophrenie, durchgeknallt, der gehört in die Psychiatrie oder so. Das ist dann diese Standardlösung, das Einfache. Tickt nicht genauso, wie das große Uhrwerk tickt, sondern tickt eben auch mal anders und darum muss er weg. Den wollen wir nicht haben, mit dem sprechen wir auch nicht mehr, der nimmt nicht mehr teil an unserer Gesellschaft, weil der anders ist. Der stellt in Frage, was die Gesellschaft als Gesellschaft definiert hat, in der Eigenliebe sozusagen und wie sie sich bewertet als unumstoßbar. Und ich möchte ihm auch sagen, ich bin immer noch auf dem Christus-Trip und sage, ja, das ist für mich nicht alles Wahnsinn, was da beschrieben ist, sondern ich sage, durch meine Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, ist das für mich alles plausibel. Weil ich meine Erlebnisse nicht weggeworfen habe als Krankheit, sondern ich habe sie für mich genommen als geistiges Wachstum. Kann ich heute immer noch sagen, alles ist für mich denkbar und möglich, somit auch alles, was dort in der Bibel erklärt wird. Und sehr, sehr vieles in der Bibel ist ja philosophisch betrachtet. Das heißt, die Aussagen kann man nicht Wort für Wort nehmen und bildlich dargestellt, sondern es sind philosophische Thesen, Vergleiche und ja, was soll man sagen, Gleichnisse eben, die einen aus dem Alltag herausziehen wollen, eben auf eine höhere geistige Ebene, auf eine Ebene, die über dem Alltag schwebt, aber trotzdem existent ist. Und sie ist nicht krank, sie ist nur anders als der Alltag. Und wenn man das mit gutem Gewissen sagen kann, ja, warum soll das nicht möglich sein, was da in der Bibel steht? Das muss doch nicht krank sein, ich muss doch nicht denen folgen, die alle sagen, das ist alles Schrott und krank. Ich habe eben meine andere These, dass ich sage, alles habe ich gelernt durch das Leben, von dem Leben. Alles ist möglich, nichts ist undenkbar. So, das möchte ich auch allen sagen, die andere Wahrnehmung mal haben, die über das Alltägliche hinausgehen. Ob das bildliche Erlebnisse sind, ob das etwas ist, was man akustisch wahrnimmt, also dass man zum Beispiel Stimmen hören kann, Gesprächsauszüge hören kann, dass man an Engel glaubt zum Beispiel, die einem Informationen geben wollen. Da müsste man ja sagen, alle Gläubigen sind auch wahnsinnig, weil sie an Engel glauben. Müsste man sagen, wenn man denen folgt, die sagen, das ist alles Schizophrenie und psychisch krank, muss mit Medikamenten behandelt werden oder ab in die Psychiatrie sozusagen eingeschlossen werden. Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen. Und ich sage immer frischen Mutes voran, sich nicht immer ganz klein machen und sich nicht verstecken sozusagen und keine Angst haben.
keine Angst haben. Man ist nicht böse oder krank, weil man anders denkt als die Masse. Und wer so etwas denkt, nehmt mal dieses Beispiel der Bibel und sagt mal, wenn eure Thesen richtig sind, müsste ich sagen, die gesamte Bibel von Anfang an bis zum Schluss ist Schizophrenie schriftlich dargestellt. Und 2 Milliarden Menschen, die daran glauben, sind zwangsläufig auch schizophren, krank, müssen medikamentös behandelt werden, damit sie nicht mehr glauben, was dort in der Bibel steht. Das ist aber nicht meine These, nicht mein Ansatz, sondern für mich ist Christus immer noch ein Idealbild und seine Art des Lebens oder dessen, was er herüberbringen wollte, über den Alltag hinaus, an Weltsicht, an Weitsicht. Das hat für mich immer noch Gültigkeit und ist für mich genauso jung, wie es vor 2000 Jahren gewesen ist. Ja, so schaue ich mal öfter, das sieht man auch, wenn ich Videos mache, öfter aus einem Fenster, das habe ich hier direkt nebenan. Und da kommen die Vögel zum Futtern, die Singvögel und auch die Tauben. Und es fahren noch oft Trecker direkt hier an meinem Fenster vorbei. Dann gibt es manchmal so Nebengeräusche. Oder ich schaue so automatisch, weil der Traktor direkt an meinem Fenster vorbeifährt. Also lasst euch nicht stören davon. Und das bedeutet nicht, dass ich krank bin. Psychisch krank bin, weil ich zwischendurch so schaue. Oder dass ich Verfolgungswahn habe, dass ich so schaue. Nein, dann sage ich, Täubchen, Täubchen, komm herein, wenn das Fenster geöffnet wäre und erkläre mal den Leuten, was los ist. Ja. Also, öffnet euch für die Welt, für die Weite der Welt, öffnet euch auch für das Himmlische und habt den Mut, aus dem alltäglichen Denken, dem festgestampften, festgetretenen Denken herauszukommen. Fliegt los, heißt. So, ja, das macht Spaß. Okay, viel Spaß und ich sage Shalom.